Grüße zukünftiger Schüler. Willkommen im größten Lerninstitut in den neuen kaiserlichen Kolonien. Die Alexowa-Universität ist im ganzen Reich bekannt für ihre Hingabe an den Komfort der Schüler, ihre Pionierarbeit auf dem Gebiet der Powertechnologie und ihren reisenden Fußballverein, die siegreichen Westgoten. Wir wurden bei zahlreichen Anlässen von Balsa Magnus selbst besucht, um die Anerkennung unserer langen Geschichte der akademischen Exzellenz und unserer umfangreichen Beiträge zur Ruhmreichen des Reiches auszudrücken. Unsere verschiedenen Technologieabteilungen sind für viele der nützlichsten Innovationen des Reiches verantwortlich, wie den vulkanischen Orbitalmerser, die Steilpretoren und natürlich die Aeternus-Purken des Phi-Transi-Moon-Combine. Neben unseren bekannteren Abteilungen bieten wir den Studierenden auch zahlreiche andere Studiengänge wie Philosophie, kaiserliche Geschichte und Kunst an. Wir haben Tausende von Studenten ausgebildet, die dem Reich treu dienen, und auch du kannst einer von ihnen sein. Machen sie ihre ersten Schritte weg von ihren Gastfamilien und tauchen sie ein in unsere Campuskultur. Geschützt durch unsere eigene Kraft von Caesarium Praetoren. Erweitern Sie Ihre intellektuellen Fähigkeiten und nutzen Sie die fortschrittlichsten Combine-Produkte, die der größten Universität des Reiches zur Verfügung stehen, an der Alexowa-Universität. Übersicht. Nur wenig ist über die Alexowa University, auf Deutsch Alexowa-Universität, und ihre Motive bekannt. Indizien scheinen darauf hinzudeuten, dass die Organisation in einer Art alternativen Universum existiert, in welchem lateinische und griechische Kulturen zumindest die westliche Hemisphäre dominieren. Bislang ist nichts über andere Teile dieser Welt bekannt. Alle Objekte, die mit der Universität in Verbindung gebracht werden, wurden im mittleren Süden der USA gefunden. Genauer in Tennessee, was Foundation-Forscher zu der Annahme geführt hat, dass sich die Universität selbst in diesem Gebiet befindet. Viele der Objekte, die mit der University in Verbindung gebracht werden, wobei man davon ausgeht, dass diese die Objekte nicht erschaffen hat, wurden während des Transports durch eine Agentur namens Phi-Transium Combine sichergestellt, gemeinsam mit relevanten Dokumenten, was dabei geholfen hat, Informationen über die Objekte und den Ort, von dem sie stammen, zu sammeln. Für die Transportmethode ist bislang lediglich bekannt, dass die benutzte Technologie Ähnlichkeiten zur Einstein-Rosen-Brücke aufweist, was für die moderne Wissenschaft ein rein theoretisches Konzept ist. Eine Abteilung der University, die Abteilung für Naturphilosophien, wird für die Transfers verantwortlich gemacht, möglicherweise ohne das Wissen oder die Zustimmung der restlichen Organisation. Allgemeines. Die Alexowa University ist eine Bildungseinrichtung, die sich in einem Universum befindet, das die Foundation nicht erreichen kann. Der Punkt der Abweichung in diesem Universum war um 207 vor Christus, um die Zeit der Schlacht am Metarus-Fluss während des Zweiten Punischen Krieges. Nach dem, was die Foundation sammeln kann, existiert Alexowa aufgrund des Sieges Karthagos im Zweiten Punischen Krieg und dem anschließenden Sturz Roms. Phi-Transi-Moon Combine. Das Wissen über die Alexowa University und die Version des Planeten Erde, auf dem sie untergebracht ist, stammt in erster Linie von Postpaketen, die über einen Postdienst, den sogenannten Phi-Transi-Moon Combine, der Einstein-Rosen-Brücken für die Post- und Paketzustellung verwendet. Gelegentliche Störungen im System führen dazu, dass Pakete in der Baseline landen. Die technologischen Fähigkeiten im Alexowa-Universum sind der Baseline um Jahrhunderte voraus. Dennoch gibt es noch einige veraltete Tendenzen. So werden beispielsweise immer noch römische Ziffern anstelle der arabischen Nummerierung verwendet. Es gibt noch immer staatlich anerkannte Sklaverei. Und der winzige Fall des lateinischen Alphabets wurde nie erfunden. Geographie. Die Geographie, Kultur und der politische Zustand der Erde, in der sich die Alexowa-Universität befindet, ist weitgehend unbekannt. Die Foundation hat einige grobe Annahmen treffen können. Die Welt als Ganzes wird als Mundus bezeichnet, während die westliche Hemisphäre als Novo Mundus bekannt ist. Zumindest ein Teil des nordamerikanischen Kontinents ist als Silvanos bekannt, was von Wäldern bedeutet. Die Alexowa University befindet sich in Alexandria Silvanos und ist nach ihr benannt. Zwei weitere Regionen, bekannt als Aquae und Sabulos, vom Wasser und vom Sand, sind bekannt. Während die Lage von Aquae unklar ist, wird angenommen, dass Sabulos den größten Teil der Sahara, insbesondere Ägypten, umfasst, da es eine Stadt namens Novo Thebes oder New Thebes gibt. Politik.
Unter der Annahme, dass die Phönizier der Sieger des Zweiten Punischen Krieges waren, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass Karthago noch immer existiert und eine wichtige politische und kulturelle Institution ist. Beweise wie die anhaltende Präsenz des SPQR-Initialismus und die Verwendung von Latein deuten jedoch weiter darauf hin, dass die Phönizier Rom in gewisser Weise existieren ließen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Iberische Halbinsel eine gewisse politische Bedeutung hat, da Iberien im Zweiten Punischen Krieg von den Phöniziern erobert wurde. Die Universität ist eine bedeutende Institution der Philosophie und Wissenschaft und verwendet Geräte, die den menschlichen Körper oder die Psyche dauerhaft schädigen können, ohne die medizinischen, moralischen oder ethischen Auswirkungen zu berücksichtigen. Die pragmatische Haltung scheint auf der Philosophie und den ethischen Ansichten von Aristoteles, Platon, Sokrates und anderen vorchristlichen Philosophen zu beruhen, ebenso wie auf dem Mangel an moderateren europäischen Philosophen. Dies hat zu einer anhaltenden Akzeptanz der Sklaverei, der Bereitschaft, offen am Menschen zu experimentieren und zu niedrigeren Sicherheitsstandards im Vergleich zur Baseline geführt. Sprache. Die von der Alex Silva University in ihren Korrespondenzen verwendete Schriftsprache ist eine Mischung aus Latein und Cherokee, mit Spuren von Nahuatl und griechischer Syntax, was darauf hindeutet, dass die Ureinwohner Amerikas eine Form der Zusammenarbeit oder Assimilation mit dem Silvanos-Staat hatten. Religion. Ein gefundenes Dokument bezieht sich auf einen Barca Magnus, vermutlich entweder Hannibal, Hasdrubal oder Hamilkar, alles wichtige Persönlichkeiten der beiden Punischen Kriege. Der Titel wird als Epitheton verwendet, ähnlich wie im Kontext von „Weiß Gott woher", was auf eine gewisse Vergöttlichung eines der Barcas hindeutet. Es ist jedoch möglich, dass die Anbetung der phönizischen Gottheiten bis heute andauert, insbesondere die von El, der phönizischen Hauptgottheit auch Baal genannt, und Tanit, der Hauptgottheit von Karthago, deren Symbol auf bestimmten Fahnen stark verwendet wird.